Also heute verspreche ich Ihnen etwas, das ist wirklich einmalig. Es ist so einmalig, dass mich der Eigentümer dieser Sammlung gebeten hat, den Ort zwar zu erwähnen, aber nicht, wo es ist. Denn tatsächlich befindet sich mitten im Saarland hier etwas ganz Besonderes, nämlich eine Ausstellung ganz kleiner Fahrzeuge aus den 50er und 60er Jahren. Ja, hier ist Stefan Voigt. Hallo, Herr Voigt. Hallo. Wie geht's Ihnen heute? Sehr gut. Ich habe gesehen, wir haben richtig Besuch mitgebracht, denn der ACV ist nämlich hier und da werden wir auch mal gleich ein bisschen was erfahren, ein Verkehrsclub. Und die haben sich jetzt mal hier eingefunden. Hier kommen relativ viele Clubs so im Jahr, so ein paar Stück. Oh ja, viele nicht, aber immer mal wieder kommen Clubs, die sich anmelden, bis nach Holland. Also auch weite Strecken, die teilweise mit 40, 50 Fahrzeugen hierher kommen. Ja. Idee war, wir machen mal einen kleinen Rundgang. Ihr könnt ruhig alle ein bisschen näher kommen, da können wir alle mal hören, was wir gerade sehen. Und wir werden auch gleich mal 2, 3 Takte zum Thema ACV sagen. Hier ist was ganz Besonderes, ein Gespann, ein Wohnwagen inklusive dem Zugfahrzeug. Das Zugfahrzeug ist von BMW. Ja, das ist die Isetta, die berühmte Isetta von BMW, mit einem sehr kleinen Wohnwagen, der unter 300 Kilo wiegen muss, sonst kann ich sie mit der kleinen Isetta gar nicht ziehen. Der Wohnwagen ist in dem Fall ein Nachbau eines Piccolo. Ja, für 2 Personen, denn die Isetta konnte ja auch mehr Leute nicht aufnehmen. Ausreichend zum Schlafen. Es gibt ja so einen Trend mittlerweile hin wieder zu den, ich sag mal, kleinen Sachen. Ich sag mal, kleiner ist feiner mittlerweile. Es gibt die ganz, ganz großen, aber das hier hat seine Berechtigung, wenn ich hier so reingucke. Man kann hier sogar hochklappen, wenn Sie mal so lieb sind. Da ist jetzt noch etwas Material drin. Die Flächen wurden genutzt, aber ich habe richtig Raum hier, oder? Ja, also zumindest nicht für die Kinder, wie meine Frau gefragt hat. Achso, die einzusperren. Da ist genug Stauraum, ja. Genau, legt man drauf. Und wenn Sie mich mal kurz informieren, früher so die 50er, 60er Jahre, die so da waren, haben Sie die auch miterlebt damals? Ja, die habe ich miterlebt, ja. Und das war schön? Vielleicht aus damaliger Sicht nicht so sehr, da hätte man sich mehr gewünscht. Das ist ja alles so kurz nach dem Krieg, aber es war schon sehr interessant. So, und wie kamen Sie denn auf die Idee, diese tolle Ausstellung hier zu machen? Also erstens bin ich Sammler von Kindesbeinen an. Zweitens war ich vor etwa 23 Jahren mit meinen beiden damals halbwüchsigen Söhnen auf einer Motorradmesse und in Saarbrücken. Und wie das da so geht, die Jungs, na, das ist ein tolles Motorrad, das würde ich mir sofort kaufen. Ne? Und ich als Motorradfahrender Vater, um Gottes Willen, das würde ich mir nie kaufen, das ist doch kein Motorrad. Und so ging das laufen. Ne? Und dann kommen wir an einen Vespa-Stand. Da stellen immer die Vespa-Freunde ihre alten Vespas aus. Und mitten zwischen den Vespas steht ein Messerschmitt-Kabinenroller. Und da mache ich die unbedachte, aber folgenschwere Aussage: Guck mal, Jungs, das wird sich euer Vater jetzt sofort kaufen. Dann kommt der Kleinere von beiden zurück und sagt: Du Papa, da steht dran zu verkaufen. Und ja, und da war ich natürlich gefangen. Und dann passierte allerdings etwas, was unglaublich ist. Ich habe dann innerhalb von einer Stunde 6 verschiedene, denn der war nicht zu verkaufen, 6 verschiedene Personen kontaktiert und die waren auch alle erreichbar per Telefon. Und erst der 6. hat dann tatsächlich verkauft. Also wäre nur einer von den 6 nicht da gewesen, gäbe es diese Sammlung nicht. Ja, also so spielt der Zufall. Jetzt sind die Fahrzeuge alle sehr klein. Wir gehen am besten mal kurz hier rum, dass wir das mal sehen. Fangen am besten mal hier links an. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die sind schon fast der Größe nach sortiert. Sie sind so klein, dass bestimmt einige Leute denken, ob man damit wirklich mal fahren kann oder gefahren ist. Hier haben wir sogar jemand da. Das war am Anfang, als Sie die Autos gesehen haben, doch, Sie haben sich vielleicht Gedanken gemacht, ja, kann man da überhaupt drin sitzen? Ja, ich kann schon drin sitzen. Aber dass man damit auch fahren kann, so mit so ganz kleinen Autos? Doch, ich kann mir das schon vorstellen. Ja. Bestimmt ganz cool. Das war aber so der Zeitgeist. Das heißt, die Leute hatten nicht so viel Geld, oder? Damals? Natürlich nicht. Man hat ja
versucht, aus dem, was aus dem Krieg übrig geblieben ist. Also meistens haben Motorradmotore gut überstanden. Die Motorräder selbst nicht mal so sehr. Aber dann haben findige Leute eben um den Motor herum ein Fahrzeug konstruiert. Ob das jetzt 2 Sitze hintereinander waren, wie beim Messerschmitt hier, also das war der Entwickler Fendt, oder eben kleinere Fahrzeuge, wo 2 nebeneinander saßen. Für mich ist der Kleinschnittler dort, der rote, das ist für mich das absolute Highlight an Kleinwagen, einfach aus ingenieurmäßiger Sicht. Denn alle diese Fahrzeuge, die wiegen um die 300 Kilo herum. Ja? 300 Kilo? Um die 300 Kilo. Nur der hat das fantastische Gewicht von weniger als 150 Kilo. Ja. Und das ist für mich Können. Das ist für mich Ingenieursleistung. Okay, das heißt natürlich auch, je weniger Gewicht, desto spritziger ging er, oder? Ja klar, natürlich. Wenn ich nur 150 Kilo mit mir rumschleppen muss, mit nur 5 PS. Ja, 5 PS, aber den fahre ich im Stadtverkehr, ohne dass ich jemand aufhalte. Garantiert. Ja. Und hier jetzt direkt daneben, PTV, habe ich auch noch nie gehört. Was ist das? Das ist einer meiner neueren. Da habe ich zufällig den Sohn des Konstrukteurs kennengelernt, ein Spanier. Und das angeblich ist das der einzige außerhalb Spaniens, weil es den nur noch sehr selten gibt. Und dieser Spanier, der hat Tacho, hieß der mit Namen, der hat also in der Tat einen Keller ausgebaut, ein riesiger Keller, und hat dort noch 6 oder 7 Stück stehen. Für jedes seiner Kinder einen. Und mir hat er einen besorgt. Stark. Ja, all die Autos sind normalerweise unter Verschluss. Das hat auch einen gewissen Grund, denn ich sag mal, so anfassen unter Aufsicht, auch selbst da, man muss aufpassen. Oder? Das heißt, also hier können keine Tausende von Leuten rein. Das ist Ihnen ganz wichtig. Sie kennen jedes Stück einzeln, oder? Ja, natürlich. Ich bin aber nicht jetzt so kleinlich, dass ich nicht sage, darf man nicht anfassen oder man darf sich nicht reinsetzen. Natürlich will ich gerne gefragt sein, aber also so pingelig bin ich nicht wie manche Leute da, die wirklich nicht anfassen oder nicht berühren und so. Das ist ein bisschen kleinlich. Bona heißt der hier? Oder wie Bond. heißt? Bond. Ein D am Schluss. Das ist ein Bond. Das ist ein Engländer, wie alle Engländer, ein bisschen skurril. Und der Nachfolger steht hier gegenüber, der kommt vielleicht nachher noch drauf, der ist noch skurriler. So, jetzt haben wir ja ganz viele Leute. Wir haben zufällig gerade jemand hier, ACV, das ganz große Thema. Was ist der ACV? Automobilclub Verkehr. Das heißt, ihr seid so ähnlich wie andere Automobilclubs, helft ihr Leuten, die liegen geblieben sind zum Beispiel? Das tun wir auch. Wir haben sogar die Eigenart, dass wir sogar Fahrradfahrern helfen. Die sind bei uns im Club mit versichert. E-Bike wäre kein Problem. Auch das, oder auch eine normale Fahrradpanne, Luft weg, wäre auch möglich. Macht ihr. So, ihr habt rund 400.000 Mitglieder, oder? Ja, wir haben 400.000 oder fast 400.000 Mitgliedern und sind damit der drittgrößte Automobilclub Deutschlands. Und wir wollen aber ein bisschen anders unterwegs sein, etwas edler und etwas feiner und wesentlich persönlicher. Was also ganz wichtig ist, wir haben uns ja nicht ohne Grund hierher gefunden, denn den Club gibt es seit Anfang der 60er, oder? Richtig, seit 1962, und das ist ja so auch jetzt die Umgebung, in der wir uns gerade befinden. Ich selbst komme aus den 50ern und insofern kenne ich das ein oder andere Auto noch im wirklichen Altersbetrieb. Danke erstmal. Ich komme gleich noch darauf zurück. Hier ist Armin Ziegler, hallo. Hallo. Sie sind aus Heiligenwald. Jawohl. Genau, auch hier ist es begeisternd. Sie waren schon mal vorher hier? Ja, ich war hier in diesem Museum war ich noch nie, aber meine Begeisterung für diese Kleinwagen, muss ich sagen, die ist jetzt geweckt worden. Ich finde es total klasse. Solche kleinen Autos, ich kann mir jetzt selbst nicht mehr vorstellen, wie die noch über die Straße gefahren sind. Mit 5,5 PS ist ja heute auch schwierig, wo es immer größer, immer stärker wird. Abgas. Abgase, ich weiß, ob so kleine Motoren überhaupt schon Abgase produzieren, weiß man natürlich auch gar nicht. Ne? Okay. Aber ACV, für was steht ACV? Ist das so die Hilfe von Hunderttausenden in den letzten
40, 50 Jahren? Ja, ACV steht im Grunde genommen für eine sehr persönliche Hilfeleistung, wir kümmern uns um die Belange unserer Mitglieder und sind für die da, auch in Fragen, die jetzt nicht, wie man das von einem Automobil kennt, so ich bleibe stehen, ich habe eine Panne, ich werde mit meinem Auto abgeschleppt, sondern darüber hinausgehend sind wir für unsere Mitglieder dann da, wenn es um grundsätzliche Mobilitätsprobleme geht. Prima. Ja, Sie haben ja schon kennengelernt. Ich komme gleich nochmal zu Ihnen, dann frage ich Sie mal so ein bisschen. Ausstellung ist schön, gefällt Ihnen gut? Ja, gefällt mir sehr gut. Warum? Weil es persönlich ist und schön und attraktiv von Räumlichkeiten. Es kommt nicht hier rein, das ist weil ganz exklusiv ist. Genau, weil es exklusiv ist. Jetzt machen wir es aber mal, jetzt machen wir es mal öffentlich und gehen direkt mal weiter. Also der Bond ist ja schon scharf. Wie ist das denn zu fahren, so ein Auto mit 3 Rädern? Ja, das ist natürlich auch wie die Messerschmitt auch, die haben ja auch nur 3 Räder oder die Heinkel-Kabine gibt es auch als Dreirad. Also es ist schon eine spezielle Fahrerei. Da muss man schon Übung haben, ja. Ja, was auch schön ist hier, das Auto hier sieht zum Beispiel original aus, als wäre es hier aus dem Comicheft, ja. Aber jetzt kann ich mir auch verstehen, dass solche Comics solche Autos auch mal hatten, aber das ist ein richtiges Auto, oder? Das ist ein richtiges Auto. Das ist ein Champion, der in Ulm konstruiert wurde, auch in Zusammenarbeit mit der Firma ZF. Damals schon. Der hat ein paar ganz witzige Details, wenn man in den Innenraum geht, angefangen vom Lenkrad, das so abgeschnitten wirkt, damit man besser einsteigen kann. Ach so, klar, Platz. Ja, klar. Bis hin zu diesem Hebel hier, der nicht die Handbremse ist, sondern der Anlasser. Ich verstehe, echt. Ist der Anlasser. Der Anlasser, ja. Genau, in den meisten Motoren ist ein Zweitakter drin, praktisch Moped-Motor, wenn man so will. Immer Motorradmotore. In praktisch allen Fahrzeugen sind Motorradmotore drin. So, hier haben wir, Das ist immer ein Motorrad. das ist mal ein Motorradmotor. Hier vorne sieht man aber auch was ganz Exklusives. Das sieht nun wirklich aus wie ein Flugzeug von vorne. Inter steht drauf. Ist kein Flugzeug, oder? Nee, ist auch ein französisches Fahrzeug, ähnlich wie der Messerschmitt, nur von der anderen Seite her zu öffnen. Und die beiden Räder kann man dann nochmal zusammenklappen nach vorne. Das heißt, ich kann das Fahrzeug in einen sehr engen, schmalen Bereich parken. Zu Hause im Holzschuppen oder so, ne, wo man vorher ein Motorrad stehen hatte, konnte man jetzt auch so ein überdachtes Fahrzeug, ich will ja gar nicht Auto sagen, unterbringen. Ich zeige mal ganz kurz, wie das von innen aussieht, dass man das mal sieht, denn das ist unglaublich. Ich frage mich, was der TÜV dafür damals gesagt hat. Da waren wahrscheinlich noch ganz andere Maßstäbe, oder? Damals im Jahr 1900, wie alt ist der ungefähr? 50er Jahre, also 53, 54, 55 wurde der, aber nicht sehr viel gebaut. Angeblich existieren auch nur noch 5 Stück, was ich allerdings ein bisschen bezweifle. Die offiziellen Zahlen sind immer, muss man aufpassen. Okay, und der TÜV, wie war sowas zu TÜVen damals? Weiß man das noch? Gibt es da noch Überlieferungen? Oder gab es keinen TÜV? Da gab es noch keinen TÜV. Gab es noch keinen TÜV. Das heißt, jeder konnte bauen, was er wollte? Da konnte noch ziemlich jeder bauen, was er wollte, ja. Ja, hier was ganz Besonderes. Auch mal hier nach rechts nochmal eine BMW 250 Isetta. Tolles Auto. Super schönes Auto. Eines der schönsten Kleinwagen, die ich je gesehen habe. Mich hat immer fasziniert, von vorne einzusteigen. Herr Freud, wenn Sie mal so lieb sind, dass Sie uns einmal zeigen, wie man von vorne einsteigt. Stark, ja. Oder? Ja, einfach super stark und könnte für mich noch ein schönes Spielzeug sein. Das Besondere an der Isetta ist ja nicht die Fronttür, sondern das Besondere an der Isetta ist das Lenkrad, das mit der Tür ausgeschwenkt wird. Ja, was der Heinkel-Kabine nicht hat oder der Zündab da hinten, die haben das nicht. Ja. Ist aber auch zum Einsteigen nicht unbedingt notwendig, nur zum Tür zumachen. Wenn ich jetzt sitze, komme ich an die Tür nur schwer. Ja? Aber mit dem Lenkrad kann ich es zumachen. Ach so, man macht es mit dem Lenkrad zu. Das ist ja unglaublich. Ich gucke mal kurz hier rein. Da vorne, das heißt, das Lenkrad ist gleichzeitig der Türschließer. Wenn man so will, ja. Und das Auto ist robust? Ja, das war robust. Es sind immerhin 260.000 Stück gebaut worden.
260.000 Stück. Aber man sieht sie jetzt nicht mehr so im Straßenverkehr. Da ist auch ein Zweitakter drin in dem? Ein BMW hat schon Viertakter gebaut. Hat schon Viertakter gebaut. Das heißt, der Motor ist hinten? Der ist da seitlich. Seitlich eingebaut. Ich zeige es mal gerade von hinten, dass wir das mal sehen. Stark. Also was auch toll ist, Herr Voigt, wenn Sie mal kurz mitkommen. Ich zeige mal kurz so ein Detail, was wahrscheinlich auch für die Zeit, das ist hinten der Träger, der Gepäckträger. Ja, klar. Denn die Isetta hatte ja nicht sehr viel Platz innen drin, im Gegensatz zur Heinkel-Kabine, die wesentlich mehr Platz hatte. War hier hinten nicht sehr viel Platz, deshalb brauchte man also unbedingt den Gepäckträger. Hier vorne ist aber so ein Schiebedach, das ist schon damals Luxus gewesen oder war das Standard? So ein Stoffdach. Also Standard war es nicht, aber es Der war hier auch nicht hat. außergewöhnlich teuer. Ne? Ja. Ich recht im Sinne hat es, glaube ich, 200 Mark extra gekostet. 200 Mark extra. Toll. So, ich komme mal kurz hier rüber. Man kann aber dann sagen, ich frage mal kurz, Herr Voigt, waren denn ganz viele Autos, waren denn früher in der Größe zu der Zeit in den 50ern? Oder war das so, das war die Ausnahme hier mit den kleinen Autos? Nein, man muss wissen, das waren die Fahrzeuge, die etwa 2.500 Mark gekostet haben. Das konnte sich der Arbeiter, der 300-400 Mark im Monat verdient hat, gerade so leisten, ja? Mit der entsprechenden Finanzierung. Die größeren Fahrzeuge, die waren ja dann schon deutlich über 5.000 Mark und so, also das Doppelte. Und das war natürlich für den kleinen Mann so ohne weiteres nicht erschwinglich. Ja, wenn Sie mal so lieb sind, das hier mal kurz aufmachen mal, dass wir mal reingucken können. Hier ist sogar noch was von 1969 ist noch drauf. Das heißt, der ist noch gefahren bis praktisch bis zum Schluss oder der fährt immer noch? Ja, fahren tun die alle noch. Fahren tun die alle noch. Sie haben nur jetzt natürlich keine Zulassung mehr. Das wäre auch zu kostspielig. Leider haben wir ja in Deutschland nicht die Möglichkeit, auf eine Nummer mehrere Fahrzeuge zu fahren. Ich verstehe. Das heißt, die sind nicht angemeldet, quasi. Ich habe mehrere rote Oldtimer-Nummern. Achso, dann darf man die auch fahren? Dann quasi? Darf man die fahren, aber auch nur zu bestimmten Anlässen und nur zu bestimmten Gelegenheiten. Ich verstehe. Zum Beispiel zu Shows kann man die fahren. Ja, wenn Veranstaltungen sind, also Oldtimer-Treffen. Ja, auch das hier steht Fulda drauf. Das ist wahrscheinlich nicht eine Hommage an die Stadt, sondern der Brand heißt Fulda. Es wurde in Fulda gebaut, das Fulda Mobil, offiziell benannt. Wurde in Fulda gebaut von einer Firma, die das so nebenbei gemacht hat, eine Werkzeugbaufirma. Und über eine sehr lange Zeit, ohne dass es dabei kaputt ging, was den meisten leider passiert ist. Ja, die meisten, die nicht dann von großen Firmen übernommen wurden, sind ja alle kaputt gegangen. Ne? Okay, das heißt, es gab eine ganz große Euphorie damals. Es haben viele gebaut. Es ist unfassbar viele. Also wenn Sie glauben, hier stehen viele Kleinwagen, dann irren Sie. Es gab mindestens 5-mal so viele An in Typen. Europa, mindestens 5-mal so viele verschiedene Entwicklungen. Ja. Nur die meisten sind total verschwunden, die gibt es gar nicht mehr, die findet man überhaupt nicht mehr. Ne? Oft nur Einzelstücke geblieben, aber... Ich muss dazu sagen, es riecht so ein ganz klein bisschen wie im Triebwagen, sage ich mal, so ein bisschen hier. Das hat wahrscheinlich ein bisschen die Mischung aus Motoröl und ein bisschen Altertum, Patina. Oder wenn man vergisst, den Benzinhahn zuzudrehen, was mir neulich passiert ist. Und dann hat natürlich die ganze Halle nach Benzin gestunken hier. Ja, das ist ein Schätzchen, oder? Das ist riesig. Das ist ein Maiko-Mobil. Ja, für damalige Verhältnisse ein riesiger Motorroller mit nur 175 Kubik. Das war auch praktisch sein Untergang. Ne? Deshalb konnte er gar nicht überleben. Der war einfach nicht konkurrenzfähig. Der hätte wesentlich höher motorisiert sein müssen. Das ist ein deutsches, das ist ein schwedisches Gerät. Sehr skurril, weil so zu öffnen. Und so steigt man ein. Und so steigt man ein. Ach, der hat 3 Räder. Und der hat 3 Räder, ja. Was da hinten dran? Der ist original? Nee, hinten dran, das ist ein vom Heinkel, die Motorverkleidung vom Heinkelroller. Von da vorne steht ein Heinkelroller. Okay. Und von dem ist das praktisch die Sitz- und Motorverkleidung. Als Anhänger. Also Anhänger. Stark.
Die ganzen Sachen sind natürlich aufwendig restauriert. Jetzt sind wir schon in der Zweiradabteilung, aber da werden wir uns gleich mal zu hinwenden. Bleiben Sie dran, es bleibt spannend. Zusammen mit dem ACV schauen wir uns ganz, ganz viele tolle kleine Fahrzeuge an aus den 50ern und 60ern. Bleiben Sie dran. Ja, es nimmt kein Ende, so viel ist zu sagen. Es steht zumindest mal BMW drauf und da, wo BMW draufsteht, hier vorne ist es, muss nicht BMW drin sein. Das hat er nämlich schon gesagt. Also es sieht so ein bisschen aus wie auf der Kirmesbude, so im Karussell. Aber es ist ein echtes Auto, oder? Ja, es ist sogar ein ganz besonderes echtes Auto. Es ist nämlich ein in Kanada von dem Herrn Quandt, also dem BMW-Eigentümer, beauftragtes Amphibium für sein Boot. Das hat er in Auftrag gegeben, damit er auf seinem Boot ein Fahrzeug hat, mit dem er Slip rauffahren kann und kann zu Land gleich weiterfahren. Einzelstück? Ja. Das ist ein Einzelstück, ja. Die Firma hat nur Zweisitzer gebaut und nur für den Herrn Quandt diesen Viersitzer. Das ist ein Unikat quasi. Und deswegen ist da vorne auch BMW drauf. Hat er natürlich Spaß wahrscheinlich, das BMW aufgeklebt. Und das kann auch zu Wasser und zu Land kann das fahren? Ja. Ja. Witzig, oder? Ja, witzig. Ich überlege mal gerade, wenn wir sowas jetzt als Automobilclub auf der Straße sehen würden, auch diese Fahrzeuge können ja irgendwie mal eine Panne haben. Da wäre das Abschleppen noch relativ einfach. Den schiebt man einfach nur auf den Tieflader drauf, weil er die entsprechenden Gewichtsverhältnisse mitbringt. Aber möglicherweise durch die, ja, ich sag mal, standardmäßige Technik, die da drin zu vermuten ist, bleibt er gar nicht liegen. Wahrscheinlich ist er dann unkaputtbar. Aber so waren die Autos halt mal gebaut. Die mussten auch leicht zu warten, zu servitieren sein. Das konnte jeder selber reparieren? Da konnte man alles noch selbst reparieren. Ja. Genau. Also ein sehr guter Freund von mir, wenn der hier ist, erzählt er immer die gleiche Geschichte. Wir kennen sie alle schon zigfach, aber sie ist immer wieder schön, wenn er erzählt, wie er mit der Isetta an die Côte d'Azur gefahren ist und hat hinten auf der Ablage einen Ersatzmotor liegen gehabt. Ne? Ja. So, hier haben wir ein Schätzchen. Das sieht nun wirklich aus wie Donald Duck. Ja. Das ist aber tatsächlich ein Auto. Es ist ein französischer Rolex. Unglaublich. Also da ist auch ein kleiner Motor drin natürlich. 150 Kubik Motor. Bitte mal aufmachen. Geht das vorne, dass wir mal reingucken können in den Motor? Nee, der Motor ist nicht vorne. Ist hinten. So, wir gucken mal gerade. Ja, stimmt, da ist auch der Tank. Ich nehme an, das ist der Tank, oder? Wenn Sie da rein, ja, da oben ist der Tank und unten drin ist der Motor. Wenn Sie da überhaupt was sehen können. Ja, man sieht nichts. Also ich kann euch schon mal sagen, der Motor ist so klein an alle, die da sind. Der ist kaum zu sehen, aber darum ging es ja auch. Das heißt, das Ganze ist stark vereinfacht. Die Leute gehen ja teilweise so ein bisschen zum Einfachen wieder zurück. Wenn ich mir so Smart angucke, ist das für Sie ein kleines Auto? Also es ist ein kleines Auto, aber es ist natürlich voll gestopft heute mit Elektronik und was weiß ich, alle möglichen. Also an einem Smart kann man heute auch nichts mehr machen. Genauso wenig wie an allen anderen. Mittlerweile ist das vollkommen vorbei. Und, ja, wir lieben ja alte Autos auch deshalb, weil man da, wenn man eine gewisse Leidenschaft dafür aufbringen kann, auch noch selbst schrauben kann. Wenn man heute mit einem Mechatroniker sich unterhält und dem was erzählt von einer normalen Zündung mit einem, wo man den Zündzeitpunkt, genau mit Verteilerfinger und wo man den Zündzeitpunkt im Zweifelsfall mit Silberpapier aus der Zigarettenschachtel eingestellt hat, weil man keine Schieblehre hatte, dann guckt er und sagt, wie sieht denn so ein Verteiler überhaupt aus? Ja, also da hat die Welt sich schon massiv geändert und es ist ja auf der einen Seite auch schön, dass wir gute technische Weiterentwicklungen haben, aber es ist eben auch ein Augenschmaus, dann mal zu sehen, was Ingenieurskunst und auch Handwerk, genau, was Ingenieurskunst und Handwerk früher geleistet hat. Und man darf ja nicht vergessen, die technischen Voraussetzungen waren ja auch völlig anders. Wenn man sich heute zum Beispiel eine CNC-Fräse anguckt, da hast du ratzfatz einen schönen Kotflügel gemacht und früher hast du den von Hand gedengelt. Jetzt mal eine Frage zum Material bei dem Gelben hier. Wenn Sie mal kurz ein kleines bisschen nach links gehen, dann zeige ich den mal gerade. Ist der aus Holz gebaut, oder? Nein. Schöne Blecharbeit. Nein. Blech. Das ist sogar massives Blech. Das ist ein Kuvert. Angeblich gibt es da auch nur noch 2 Stück von oder 3, aber ja, angeblich. Also was auch stark ist, das Lenkrad offenbar aus Recyclingmaterial gepresst? Ja, sicher. Das sieht jetzt heute so aus.
Wie das Original war, kann ich jetzt nicht mehr sagen, ob das lackiert war. Aber jo. Man denkt so, es wäre Holz oder irgendwas, aber es ist Blech, ja. Das heißt, die haben handgedengelt wirklich, oder? Ja, sicher. Da gab es keine Pressform? Ja, doch, da gab es schon Pressformen. Das war ja auch das Teuerste an den ganzen Fahrzeugen, waren immer die Formen. Ja, daran sind auch die meisten kaputt gegangen. Daran sind die meisten Entwickler kaputt gegangen an den Werkzeugkosten. Da ist sogar die Schweißnaht noch zu fühlen, wenn man Ja. ganz vorsichtig Da kann man die Schweißnaht noch fühlen. Ich zeige es mal gerade. noch fühlen hier. Das ist unglaublich. Ist zwar schön verarbeitet und trotzdem merkt man es noch, wenn man drüber fährt. Die Handwerkskunst. Ja, wir haben eben mal kurz darüber gesprochen. Die meisten, die sind offen. Das hatte aber einen ganz praktischen Grund, wenn die nämlich offen sind. Ich zeige es nämlich mal gerade. Cabrios kosten heute viel Geld. Die sind offen. Es war einfach billiger, oder? Ja, es war damals billiger, ein Fahrzeug zu bauen ohne festes Dach, eben wegen der Werkzeugkosten. Und so ein Stoffdach, das konnte jeder Sattler machen. Ja. Hier auf der rechten Seite, der macht mich unglaublich an. Der ist sehr, sehr bekannt. Das ist ein Original Gogo, oder? Das ist ein wunderschön restaurierter Gogo. Den habe ich gar nicht selbst restauriert, sondern den hat eine Familie, muss man sagen, ein Mann und Frau restauriert. Wunderschön gemacht. Der war übrigens auch mal in einer Zeitschrift als Musterbeispiel einer Restauration drin. Aber der ist dann auf größere Fahrzeuge umgestiegen und das gab mir die Gelegenheit, ihn zu erwerben. So, jetzt bei den kleinen Autos ist das schon größer, oder? Nee, das kann man noch nicht sagen, aber es ist ein Viersitzer, ja. Das ist ein Viersitzer, es ist so. Die lachen da drüben. Ein Viersitzer, das war wahrscheinlich auch außergewöhnlich. Ich zeige es mal gerade. Alles in Rot. Rot war damals die Farbe? Ja, natürlich. Viele Sitze innen drin waren immer. Der Armin, da darf der Armin mal reingehen? Darf er mal einsteigen? Das will er nicht. Das ist leider mit Bandscheibe nicht mehr. Ja, da gibt es dann Leute, die erzählen, wie sie da zu 7 und zu 8 drin gefahren klar. sind. Ne? Also, das gibt's alles. Also ich bin ganz begeistert. Das heißt, es gab keinen TÜV, es gab keine Anschnallgurte. Es gab, was für ein Benzin sind die gefahren damals? Super, oder? Nee, Normalbenzin. Normalbenzin. Normal, so Gemisch sogar. Gemisch. So, jetzt haben wir hier was Besonderes. Ein Trident. Das ist ein amerikanisches Modell, rein elektrisch. Sieht aus wie ein Golfauto. Mit drei großen Starterbatterien geht das Ding, also ich benutze mal den Begriff ab wie ein Zäpfchen. Ne? Das ist also wirklich unglaublich. Ich habe mich mit dem Ding schon mal fast überschlagen. Okay, das heißt Elektromobilität im Jahr? Im Jahr 60. Im Jahr 60. 1960, ja. Stark. Und der hat halt kein normales Lenkrad und hat einen kombinierten Brems- und Gasgriff. Und wenn man da im Moment nicht dran denkt, in einer bestimmten Situation, und dann kann es dazu kommen, also ich bin wirklich so über die Straße. Ne? Immer auf 2 Rädern. Ich zeige es mal gerade von hinten, dass man es mal sieht, denn das ist wirklich absolut... Oh, es sieht lustig aus. Das muss man mal sehen. Es sieht aus wie hinten eine Feuerwehr, so ein bisschen, oder? Stark. So, jetzt gucken wir mal gerade hier. Ich zeige den hier noch gerade von hinten, dass wir den auch mal sehen. Da haben wir den blauen. Das ist auch ein tolles Auto. Wir gucken mal gerade rein, bevor wir ihn von vorne zeigen. Das ist schon hier Luxus pur, oder? Mit Leder und so. Ja, das war schon der Übergang zur Mittelklasse. Ja, der Lloyd Alexander. Der Lloyd Alexander, und so sah er aus. Auch hier ist ja von den allermeisten Firmen, hört man heute nichts mehr, oder? Ja gut, Lloyd wissen wir ja, was passiert ist mit Borgward und so. Das ist halt Ist so. ist so. Der sieht aus wie ein Käfer, der hier. Ein Maiko. Hat man gerade eben auch schon, da haben wir das Motorrad, glaube ich, gesehen, den Motorroller. Wir haben vorhin den Champion da vorne gesehen und der Champion wurde entwickelt in Ulm. Und als Limousine wurde auch ein Champion entwickelt, aber nicht erfolgreich, wurde leider nicht verkauft. Und dann hat die Firma Maiko, ein Motorradhersteller, bekannter Motorradhersteller, hat
die Werkzeuge übernommen und noch ein bisschen modifiziert und hat dann das als Auto weitergebaut. Aber auch nur ganz wenig, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 1, 2 Jahre lang, und dann haben sie es wieder aufgegeben. Es war damals gegen die aufkommende staatlich subventionierte Konkurrenz VW natürlich nichts zu machen. Ja, da sind sie. Staatlich subventioniert ist ja heute noch so ein kleines bisschen. Aber ich sag mal so, es gab natürlich mehr Autos als nur ein VW-Käfer. Der Käfer, der war oft auf der Straße damals? Der war natürlich oft auf der Straße, aber wie gesagt, es gibt auch noch andere, den habe ich leider jetzt nicht hier, wie Gutbrot, mit dem wir hier im Saarland ja eine engere Verbindung haben, obwohl er ursprünglich in Stuttgart gebaut wurde. Aber bevor der Herr Gutbrot gestorben ist, haben wir viele Gespräche geführt und da habe ich sehr, sehr viele Dinge erfahren, die ein normaler Sterblicher nicht gerade so erfährt. So, hier haben wir einen NSU-Prinz, das kenne sogar ich noch. In den 70ern gab es noch NSU, in den 80ern glaube ich sogar noch. Heute noch. Ja, es gab später den Vierer und das war ja ein ganz schnelles Auto und ein sehr beliebtes Rallye- und Rennfahrzeug. Das hier hatte auch schon, oder der hier hatte auch schon 30 PS. Ursprünglich mal mit 20 PS gestartet, als 1er und 2er. Den bin ich selbst von 61 bis 65 gefahren. Nein! Echt? Genau diesen? Nein, genau den nicht, aber den Prinz 3, ja. Den Prinz 3, ich habe schon gedacht. Nee, das ist mir leider nicht vergönnt gewesen, den aufzuheben. Da hat einfach der Platz gefehlt. Da ist er, der NSU-Prinz. Was sagen Sie dazu? Ja, ein tolles Auto. NSU baute eigentlich zu jeder Zeit interessante Autos. Später dann kam dann der kleine NSU, die dann später zu Motorsport-Ehren kamen, der NSU TT und auch der TTS. Das waren super Autos und die kann man heute noch bei Bergrennen und auch bei historischen Rennveranstaltungen, 500 Kilometer Rennen, Nürburgring oder so, wenn die Branche zusammenkommt und ihre alten Autos zeigt, da kann man in Serie noch die NSU TT sehen. Ja, hier ist was ganz Besonderes, was es so ja in einer ähnlichen Form ja immer noch gibt. Weiß ich aber jetzt nicht, ob die EU noch Zweitaktmotoren zulässt. Ja, ich glaube, die sind alle weg. Ja, die Zweitaktmotoren, gibt es die noch? Es gibt ja Bestandssicherung. Aber neue meine ich jetzt. Wenn er mal, ja, neue nie, aber wenn er zugelassen war, und dann kann man ihn immer wieder zulassen. Das ist jetzt ein Ape, ja, ist ja bekannt, italienisches Nutzfahrzeugelchen. Aber ganz besonders witzig sind die verschiedenen Versionen, die es da gibt. Und der Ape Club Deutschland hat mich mal hier besucht vor 1, 2 Jahren. Und da stand also eine Ansammlung von ungeheuer witzigen Fahrzeugen draußen. Das war also fantastisch. Mit Puppen ausgestattet, als Wohnmobil und weiß der Kuckuck alles. Gibt es ja jetzt auch in der Neuzeit schon wieder. Hier so ein Ape kann man ja jetzt kaufen als dreirädriges Modell. Und ich weiß, dass ein Bekannter von mir auch ein solches Gerät hat. Alles ein bisschen moderner gestaltet. Ob es schöner ist, weiß ich nicht. Also mir gefällt der hier zum Beispiel außerordentlich gut. Dieses hellblau in der richtigen Kombination ist auch mal eine schöne Farbe. Ansonsten nicht nur für Babysachen geeignet. Armin, der ist jetzt ein bisschen hier getuned mit einer Tröte drauf. Ja, mit einer Tröte, genau. Ja, das ist ein schönes Fahrzeug, so eine Ape. Die Biene. Ape ist ja die italienische Übersetzung für das Wort Biene. Achso, stimmt, deine Frau ist ja Italienerin. Geht gut. Hört sich auch so an, wenn der vorbeifährt, wie so eine Biene. Schönes Auto. Aber so ein ganz klein wenig so praktisch der Inbegriff des kleinen Autos, das es heute noch gibt. Ja, ne, der Inbegriff des kleinen Fahrzeuges, das sich der einzelne Handwerker problemlos leisten konnte. Das hat etwa einen Kubikmeter Nutzraum, ähnlich wie da hinten dran der Franzose, ähnlich. Ja, ganz simpel gemacht, preiswert. Was wollte man mehr? Genau, das ging. Hier das Thema Fortbewegung, das findet hier natürlich auch nochmal seinen Anklang. Hier ist ich nehme an, ein Eiswagen. Das ist ein wunderbarer Eiswagen, der heute noch im Einsatz ist. Ja, gerade vor 2, 3 Monaten haben wir noch groß hier im Einsatz gehabt. Und wie ist so die Reaktion der Leute? Wie kommt er an?
Ja, natürlich, toll. Jeder will mindestens einmal ein Eis essen dann. War stark, oder? Die Kombination mit dem Görige-Moped hinten dran, das ist natürlich schon, aber auch eine gewagte Konstruktion. Also ich möchte mit dem Ding jetzt nicht unbedingt im öffentlichen Verkehr rumfahren. Was auch toll ist, der Zustand der Autos ist absolut toll. Sie sind bewusst nicht, ich sag mal, einige, die sind so, als kämen sie aus der Fabrik raus, aber die meisten, die haben so leichte Patina. Das ist gewollt, oder? Also ich bin kein Verfechter von Originalen. Es gibt Oldtimer-Sammler, die wollen ein Fahrzeug genauso wie es, nee, nicht wie aus der Fabrik, sondern wie es nach 40, 50 Jahren heute aussieht. Ne? Verrostet, mit Patina und so weiter. Ich bin nicht der Typ. Ich will die Fahrzeuge so zeigen, wie sie vor 50 Jahren waren, nicht wie sie heute verrostet aussehen. Ja? Ich wäre vor 50 Jahren niemals ein verrostetes Fahrzeug gefahren. Ich verstehe, da ist der Franzose, über den wir gerade gesprochen haben. Das ist der Franzose, der hat genau 1000 Liter Ladevolumen, hat 2 Sitze. Einfacher kann man ein Fahrzeug nicht bauen. Genau, er wird es mal kurz vorführen, wenn du mal so lieb bist, mal einsteigst. Geh mal ran. Ja, was ganz Rustikales hier ist für meine Begriffe auch sehr deutlich zu erkennen, wie spartanisch die Franzosen Autos bauen. Wenn man sich anguckt, hier vorne zum Beispiel, die Motorhaube, da kann man sehen, dass man einfach nur 2 Bleche gegeneinander gesetzt hat. Die sind punktgeschweißt und da hat keiner die Idee verfolgt, das durchzuschweißen oder möglicherweise zu spachteln oder sonst. Ich zeig's mal gerade, das hat jetzt ein bisschen... Stimmt, diesen Punkt geschweißt hier an der Seite, man sieht so an der Seite und das ist auch gut so. Ja, das puristisch und so kommen die, genau, und so kommen dann natürlich auch einigermaßen erträgliche Beträge zusammen, um ein solches Fortbewegungsmittel überhaupt zu erwerben. Ich habe natürlich nicht die Standardgröße dieser Zeit. Ne? Ich war in meiner Schulklasse war ich der Zweitgrößte. Also man muss davon ausgehen, dass der Durchschnitt 10 cm kürzer war. Ich zeige das mal gerade mit den Beinen, aber Herr Voigt, wie groß sind Sie denn? Ich bin 1,83. 1,83, das ist zu groß, eindeutig. Die Leute waren ja früher, die waren ja wirklich 1,70 rum. Ja, genau. Und wir sind ja heute auch schon in der Generation, wie wir beide jetzt zum Beispiel. Wir sind 1,83. Ja, die Jungs sind heute standardmäßig jenseits der 1,90. Also die Menschen werden auch alle länger. Und ist das Schöne hier? Ich frage mal. Ja, super toll, super toll. Ich bin absolut begeistert von den Fahrzeugen. Echt? Ja. Das ist also nicht nur ein Weg zurück, sondern ein Weg einfach zu mehr, ich sag mal, Einfachheit so ein bisschen? Klar, ein Weg zu mehr Einfachheit und ein Weg, wo ich denke, wo wir auch wieder lernen können, ganz viel Elektronik nicht notwendig ist und wir sie uns trotzdem von A nach B bewegen können. Oder könnten. Hat natürlich Vorteile. Ich sag mal so, die Verkehrssicherheit, die Querlenkerachse, die es heute gibt, die MacPherson, was weiß ich alles, da lachen die wahrscheinlich drüber. Das haben die, oder vielleicht war es schon drin, man weiß es nicht. Richtig, man weiß es wahrscheinlich nicht. Hier ist ein Goggomobil eigentlich auch. Das ist ja richtig scharf. Deutsche Bundespost, war der so im Original? Der war so im Original. Das ist ein Goggo von der Deutschen Bundespost. Das ist ein Goggo von der Deutschen Bundespost und das Besondere an dem Goggo für die Deutsche Bundespost ist eigentlich die Tatsache, dass er nicht wie die größeren oder wie die normalen Transporter 400 Kubik hatte, sondern die Bundespost wollte mit 250 Kubik auskommen. Warum? Keine Ahnung, konnte ich noch nicht recherchieren, aber die sind die 250 Kubik Fahrzeuge gefahren. Ja, und während zu dem Zeitpunkt ja schon die 400 Kubik Motoren gab. Ne? Die Deutsche Bundespost hat ja früher auch Telefon gemacht, sage ich mal. Ich zeige mal gerade hier das Emblem, was hier vorne drauf ist. Das ist das Goggo-Emblem? Das ist das Goggo-Emblem. Ja, ja. Kleines G. Ein G für Goggo. Oder Glas. Glas, das kann man jetzt drüber streiten. Steht das für Glas oder für Goggo? Eigentlich für Glas wahrscheinlich. Ich zeige es mal gerade hier vorne nochmal von der Seite, bevor wir jetzt mal gleich hier auf das Fahrzeug kommen. Der Goggo hatte schon Schiebetüren, man konnte den Beifahrersitz konnte man wegklappen, dann hatte man den Durchgang direkt zum Gepäckabteil. Also
moderner und besser sind die Autos heute auch nicht. Das UPS-Auto von den damaligen Zeiten, praktisch ein Spezialmobil auf der richtigen Seite, nämlich auf der Fahrerseite. Der konnte hier aussteigen, konnte auch direkt hier auf der richtigen Seite raus. Konnte beidseitig aussteigen und konnte in den Gepäckraum. Ne? Also viel mehr können die heute auch nicht. Das stimmt. So. Ja, hier haben wir noch was ganz Tolles. Es ist alles toll hier, muss ich sagen. Aber das hier, das raubt mir ja ziemlich den Atem. Steht auch noch drauf, es ist ein Tempo. Und das werden wir uns gleich angucken. Bleiben Sie dran, der Tempo mit einer Ladefläche hinten drauf. Ja, so sieht der Antrieb aus. Das Fahrzeug ist frontgetrieben, wie sich das gehört. An der Seite kommt die Tachowelle raus. Es ist alles sehr puristisch, sehr, sehr einfach. Was ist da für ein Motor drin? Jetzt haben Sie mich am falschen Fuß erwischt. Ich glaube 400 Kubik. Ah, man kann ihn aufmachen. Wir gucken mal rein. Auf jeden Fall ein Zweitakter, wie man sieht. So. Stark. Ja. Ein Zweizylinder 400 Kubik Motor. Er sieht aus wie ein großer, oder? Von vorne, wenn man ihn zumacht. Sieht aus wie ein großer LKW. Aber innen drin ist der. Von hinten sieht er aus wie ein LKW, von vorne eher wie ein Schubkarren. Genau, hier vorne ist der Tank. Das heißt auch hier zum Tanken einfach hier aufklappen, tanken, fertig. Ja, natürlich. Alles sehr einfach. Hier hinten ist die Pritsche. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Muss dazu sagen, wir haben eine Riesenhalle, die wir haben in St. Ingbert. Aber die ist voller Autos, sodass man das... Bitte, Herr Voigt. Dazu kann man vielleicht sagen, der Tempo und der Goliath war ja ähnlich. Auch ein Dreirad waren ja schon Vorkriegsentwicklungen, die aber den Krieg erstaunlich gut überstanden haben, weil sie auch sehr einfach und robust waren. Ja? Und deshalb waren sie nach dem Krieg das Händlerfahrzeug überhaupt. Also ich kannte keinen einzigen Händler bei uns im Ort, der nicht so ein Auto hatte, oder kaum einen, der nicht so ein Auto hatte. Ein Händler, der den selbst auch benutzt hat. Das ein Kohlenhändler war oder Gemüsehändler oder Blumenhändler oder egal was. Die hatten alle einen Tempo oder einen Goliath. Ja? Hier ist ein... Schwinglich. Hier ist ein Lloyd, aber was ganz Besonderes, wahrscheinlich auch mit kleinem Motor, oder? Der hier, oder hat er ein bisschen kräftigeren? Nein, der hat 600 Kubik, das ist ja meine Obergrenze sowieso. Und 600 Kubik ist für 6 Personen natürlich ambitioniert. Ne? Ich zeige es mal gerade. Hier können wirklich sechs 7 Personen einsteigen. Hier ist nämlich auch noch, warte, ich gehe mal hier rein. Da sieht man es ein bisschen besser. Übrigens, das ist der erste echte Van. Das ist ein Van. Ja, also was später gab es Leute, die haben behauptet, sie haben vielleicht das Wort Van erfunden, aber nicht den Typ. Ja, Das ist ein Lloyd Van. das ist ein Lloyd-Van, ja. So, mach den mal gerade zu. Dann, das ist eine Stoßstange. Ich zeige mal gerade die Stoßstange. Das ist praktisch eine Stange zum Anstoßen. Genau, das ist eine Anstoßstange quasi. Konnte sich auch so ein bisschen Platz machen auf dem Parkplatz oder so, wenn es mal vorne und hinten ein bisschen eng war. Und wenn es dann nicht mehr, oder man konnte ihn auch anheben, ja genau. Und ich stelle mir auch vor, dass man die selbst wieder, wenn das mal verbogen war, hat man die mit dem Hammer wieder gerade gerückt, neue Farbe drüber und dann war die Sache auch erledigt. Schön. Ich habe euch ja eingeladen und gesagt, es gibt was Besonderes zu sehen in St. Ingbert. Und? Ja, ist schon. Also ich bin völlig begeistert von dem, was ich hier sehen kann. Ist total klasse. Ich wusste, dass es das alles gibt, aber das gerät auch so ein bisschen aus dem Gedächtnis, wenn man das nicht mehr täglich sieht. Und dass es hier so geballt ist, finde ich super klasse. Total schön. Das ist ja ein Schmuckstückchen, oder? Das ist ein Schmuckstück, das ist ein im Osten gefertigter kleiner LKW, der übrigens so klein ist, dass ich gar nicht reinkomme. Ja, also ich schaffe das nicht unter das Lenkrad durch. Also Bitte einmal öffnen, bitte. Nur mal öffnen, man muss nicht. Ich hoffe, er ist auf. Ja, er ist auf. Da steht er, wir gucken mal ganz kurz. Ist wahrscheinlich aus einem Block gedengelt, zeige ich mal gerade. Der ist wunderschön restauriert. Oder war das Leder so, als Sie ihn bekamen? nein, das Leder war so, ja. Das Leder war so, ja. Aber hier die Heizung ist doch skurril, oder? Ja, alles, das sind natürlich die verschiedenen Dinge. Und die fahren alle? Fahren alle, ja. Krass. Hier vorne sieht man auch
Da ist einfach nur so ein Lederband, das hält die Tür. Damit die Tür, weil das ja Mördertüren sind, die also von vorne aufgehen, braucht man eine kleine Sicherheit, damit er nicht nach hinten durchschlägt. Und die Pritsche hinten drauf. Das Fahrzeug wurde übrigens nach dem Krieg wurde ja im Osten gebaut und wurde von den Russen natürlich in Beschlag genommen, als Barkas noch eine Zeit lang weiter produziert und dann nach Russland verfrachtet. Sämtliche Werkzeuge, sämtliche Produktionsstätten. Ja, wurde weitergebaut. Die haben es einfach annektiert. Annektiert, ja. Als Barkas dann, eben nicht als Framo, sondern Barkas. Da ist er. Ich zeige Ihnen mal gerade von vorne. Ist alles ein bisschen eng hier, aber wir kriegen das hin. Da ist er. Barkas heißt er. Und so sieht er von vorne aus. Sehr, sehr schick. So, jetzt sind wir schon zumindest mal in der Reihe einmal durch. Die ganzen Leute hier vom ACV sind ziemlich begeistert, sind alle hier am Lächeln, ja. Aber sowas sieht man nicht alle Tage, oder? Nee, nicht wirklich. Ja. Was ist hier Ihr Favorit? Eigentlich der gelbe da, weil der ist so windschnittig. Der Kleine. Der kleine, ja. Die Scheibe könnte zwar ein bisschen mehr nach hinten geneigt sein, dass er noch ein bisschen windschnittiger ist, aber so ist er, weil ich selber auch Cabrio fahre und auch so einen gelben habe. Allerdings ein Opel Tigra. Okay, der ist ein bisschen größer. Ich gehe mal kurz außen rum, da können wir ein bisschen besser navigieren hier. Hier sieht man auch mal nochmal die Fülle der Ausstellung. Es gibt einiges zu sehen, so in den 50er, 60ern, da war ja das Thema Mobilität mit einem eigenen Zelt natürlich das ganz große Thema. Und wenn Sie mal gerade mitkommen, dann dürfen Sie einmal so als Fachkundiger mal kommentieren, das ist ein zusammenfaltbarer, klappbarer Wohnwagen. Ist der nicht süß? Der ist sehr süß, vor allen Dingen die Brotschneidemaschine da drin, die hat noch richtig Charakter, hat die. Das ist ein Detlefs, ich zeige es mal gerade, ein Detlefs Camper. Hier steht es an der Seite auch noch drauf, davor ist ein Regal. Das Ganze ist natürlich auch so gemacht, dass es auch dann von so einem Auto auch gezogen werden konnte, oder? Ja, auf jeden Fall. Braucht schon ein bisschen Motorleistung. Ist zwar auch wahrscheinlich vom Gewicht her nicht so schwer, aber muss ja trotzdem gezogen werden. Ne? Das ist ja wohl scharf. Die Innenrichtung ist original. Ja, auf jeden Fall. Einfach gehalten, aber Ich glaube, hier wäre mal der Star auf jedem Campingplatz, oder? mit Sicherheit, ja. Würden auf jeden Fall auffallen. Ne? Ich zeige es mal gerade komplett, denn vorne als Zufahrzeug, wir gehen mal gerade nach rechts, ist nämlich eine Isetta. Aber das Ganze, ich gucke mal, ob es eine Isetta ist. Es ist eine Isetta. Es ist eine, aber als Viertürer und auch mit 4 Rädern. Dazu werden wir auch gleich ein bisschen was erfahren. Die Long-Version. Also Long-Version. der Radstand ist dann schon weiter wie normal, weil sie muss ja auch ziehen. Ne? XXL quasi. XXL, ja. Ein wunderschönes Gespann. Ja, wir haben eine BMW 600 Isetta in der XL-Version, sage ich jetzt mal. Und hinten dran ein Detlefs Wohnwagen als Faltkarawan. Eine absolut geniale Kombination. Gab es die früher so? Ja, natürlich. Das war sogar eine besonders edle Version. Also die BMW 600 durfte ja nicht Isetta genannt werden. Okay, BMW 600. Hat natürlich im Volksmund Isetta, die große Isetta geheißen. Wieso durfte die nicht Isetta genannt werden? Rein rechtliche Gründe. Ja. Der stand übrigens viele Jahre in Saarbrücken in der BMW-Niederlassung. Wurde auch von dort restauriert. Den habe ich also restauriert erhalten. Und der Anhänger ist ein Detlefs Camper, den man perfekt zusammenklappen konnte, wo er also in zusammengeklapptem Zustand dann tatsächlich sehr windschnittig und auch ziehbar war vom Gewicht her. Ich gehe mal davon aus, dass der dahinter, das ist auch ein Wohnwagen, der baugleich ist. Der ist praktisch zusammengeklappt, oder? Dahin ist er in zusammengeklapptem Zustand, ja. Ja. Da ist er. Das alles. Das ist alles, ja. Unglaublich. Und aufgeklappt ist er so. Das heißt, der klappt einmal zur Seite, von der Länge her auf und einmal nach oben. Man hat zwei Meter Betten, man hat eine kleine Küche, man hat genügend Stauraum. Also was brauchte man früher mehr? Alles drin. Von daher alles drin. Das Einzige, was nicht drin ist, ist eine Nasszelle. Und die hat man ja Im Campingplatz. an jedem Bach gehabt, oder?
Die Nasszelle, da nachts. Aber ist ein richtiger Camper zum Aufklappen. Aber das Thema Camping war schon damals groß? Ja, natürlich. Wir haben noch gezeltet. Also wenn ich sowas gehabt hätte, da hätte ich mich von genannt. Echt? So, hier auch noch was ganz Tolles. Das ist ein Boot / Anhänger / Transportanhänger. Ja, das ist eine besonders witzige Variante eines Transportanhängers, den ich aufklappe und dann zum Boot mache. Die Leute waren findig, oder? Früher? Das ist genau das, was mich an in diesen Dingen so fasziniert. Dass eben Leute sehr gute, sehr findige Ideen hatten. Ja, wenn ich den hier aufmache. Genau, steht dran, ist nicht angehängt, aber wir bleiben mal kurz drauf, dann kann man reingucken. Da sind jetzt 2 kleine Außenborder drin. Ach, mit Motor? Das sind mit Motor, ja. Oder mit Paddel, je nach Wunsch. Wie man das gerne hätte. Ja, und die zwei Schrauben, mit denen man das Boot am Fahrgestell fixiert, die werden ja benutzt, um das Boot selbst miteinander zu fixieren. Ja, es geht nichts verloren, ich brauche nichts aufheben. Brauche nichts aufheben, gar nichts, ist alles da. Stark. Und auch hier das entsprechende Zugfahrzeug, das ist mit dabei. Wir gehen mal ganz kurz hier vorne hin. Natürlich ein Goggomobil. Das war schon damals so der Inbegriff eines Autos. Ein Goggo war cool? Ein Goggo war ein kleines Fahrzeug, immer noch in dieser unteren Preisklasse, unter 3000 Mark. Aber schon natürlich was Edleres. Ne? Das sieht man auch an der Form, an der ganzen Aufmachung. Die Firma Glas hat da schon sehr viel Pionierarbeit geleistet. Haben ja auch etwa knapp 300.000 Stück davon gebaut. 300.000? Ja. Goggos? Ja, 300.000, ja, in der Größenordnung. So. Das ist auch ein Goggo, aber das ist jetzt ein besonderer Goggo, nämlich ein Porsche Goggo. Glas hat an eine australische Firma Fahrgestelle und Motoren geliefert. Und diese australische Firma Buckle, die hat dann diese wunderschöne Karosserie draufgesetzt. Und dieses Fahrzeug hier, und das ist das Besondere an dem Fahrzeug, das wurde dann als Prototyp nach Deutschland verfrachtet. Da liegt sogar das Foto, da hinten drin liegt das Foto. In einer Super Constellation nach München geflogen, und um dann dem Hans Glas, also dem Besitzer der Firma Goggo, vorzuführen, damit er sein Okay gegeben hat. Und dann wurden in Australien ein paar hundert Stück gebaut. Stark. Und der ist natürlich windschnittig. Windschnittig, hat eine Fiberglas-Karosserie, keine Türen und hat halt, wie es in Australien üblich ist, einen Rechtslenker. So, ein Rechtslenker. Hier haben wir gerade jemanden stehen, der auch vollkommen sprachlos ist teilweise. Also so nach und nach, am Anfang kommt man ja rein, dann denkt man, ja, ist gar nicht, doch, es sind schon viele Autos hier drin, ne? Es sind ganze Menge Autos hier drin, ja. Und durch die Größe, ja, zuerst glaubt man, wie Spielzeugautos oder für was wurden die gebaut, aber dass mit denen extra gefahren wurde, schon stark. Aber ist es gut hier, der Treffpunkt für den ACV? Passt zum Thema? Passt absolut zum Thema. Könnte nicht anders sein, oder? Der ist doch scharf hier, oder? Das ist so ein richtiges James-Bond-Auto, ein klein. In dem habe ich mich von Anfang an verliebt, wo ich sage, richtig schön, formschön wirklich und groß genug als Roadster. Ja. So, hier ein typischer Goggo. Und hier haben wir nochmal den Stefan Feuter. Er wollte mir nämlich den schwarzen einmal kurz erläutern. Das ist was Besonderes? Ja, das war der erste. Also die Limousine war natürlich der Anfang aller Goggos. Dann gab es das Coupé. Es gab sehr wenige, nur 11 Stück Cabrios. Das ist 11 also Stück? Nur 11 dokumentierte Stück. 11? Dokumentierte 11. Ich zeige gleich mal drauf. Das ist das Coupé. Hier ist der allererste, praktisch so das erste Modell, was Sie gebaut haben? Ja. Und das ist Coupé? Das war das Cabrio. Das ist also ein Nachbau, kein echtes Cabrio, also aus der Fabrik. Aber die meisten sind ja so gebaut worden, dann wurden halt verstärkt am Boden. Daneben, das ist auch ein Goggo, zumindest ein verkürztes Fahrgestell mit einem Goggo-Motor. Sag mal kurz mal den Innenraum, dass man das mal sieht. So war der Goggo damals. Auch der Tacho
alles ganz einfach gehalten. Der hier ist noch relativ lang gefahren, der hier? Das kann ich jetzt gar nicht sagen, wie lange der gefahren ist. Da bin ich überfragt. Ja, weil das Radio, das sieht so aus, als wäre es so aus den 70ern, was noch drin ist. Ich gucke mal gerade ganz hinten. Das Radio ist, obwohl, na, das kann noch 60er sein. Goggomobil, da ist er, 250 Kubik. Ist da hinten der Motor drin? Da darf ich da einmal reingucken? Da ist er. Das ist alles. Das ist alles. Das ist ein Zweizylinder. Unkaputtbar oder kriegt man den kaputt? Man kriegt die schon kaputt. Man kriegt die schon kaputt, wenn man zu lange bergauf fährt oder so, kann man dieses Auto sehr schnell kaputt machen, wenn sie überhitzen. So, hier ist ein verkürztes Fahrgestell, ein Feuerwehrauto. Gab es den so als Feuerwehrauto? Nee, also da muss ich zugeben, das ist in Wirklichkeit ein Fake, wie das heute so schön heißt. Den habe ich von einem Feuerwehrmann an seinem 85. Geburtstag bekommen. Da wollte er ihn mir übergeben, damit er bloß nicht in die Schrottpresse kommt. Und weil er Feuerwehrmann war und weil er die rote Feuerwehrfarbe benutzt hat, kam ich dann auf die Idee, ihn hier mit alten Dingen von der Feuerwehr auszustatten. Und der war schon mal unterwegs auf irgendeinen Ausstellungen? Ja. Aber er wird dann immer sofort von den Eltern für ihre Kinder missbraucht und das ist nicht ganz so im Sinne der filigranen Schalter und Knöpfe und so weiter. Ne? Ich hab Sie mal gefragt, wie lange man denn ungefähr einplanen muss für die Ausstellung. Haben Sie gesagt, naja, so 1, 2, 3, 4 Stunden muss man schon je nach Interesse einplanen, oder? Ja, unter 2 Stunden fast nicht möglich. So, hier was Außergewöhnliches. Das ist komplett bespannt, das Auto. Es kann schwimmen? Nee, aber es ist ein tschechischer Velorex, der noch bis in die 80er Jahre gebaut wurde. Also wenn man weiß, wie es im Osten damals zuging, dann versteht man das auch eher. Ja? Denn die hatten ja dort gar nichts. Ja, in der DDR war es der Trabi. Ein Stahlrahmen und Bespannung. Halt mit dem Pappdeckelauto und hier war es halt ein Auto mit einer Bespannung, der übrigens sehr flott und sehr schnell war. Ja? Der war auch leicht und hatte tatsächlich mit 350 Kubik Motor war der ganz flott unterwegs. Okay, das heißt, hat richtig Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht, ja. Wobei der im Moment gerade gar nicht fahrfähig ist, da habe ich einen Motor ausgebaut. Jo, das sieht man aber nicht, das ist nicht so schlimm. Nee, das kann man nicht sehen. Das ist der Kabinenroller, da sitzt man praktisch mit 2 Personen hintereinander, Messerschmitt. Das kennt man nur von Flugzeugen, oder? Ja, eigentlich. Deshalb gibt es ja auch die Mehr, dass die Konstruktion von Messerschmitt sei, was gar nicht der Fall ist. Ja. Es hat also mit Messerschmitt direkt gar nichts zu tun. Die haben es nur gebaut, oder? Die haben es nur gebaut, ja. So, aber stark sind hier die oben das Dach. Man konnte damals schon so Formen machen. Das sieht zwar stark aus, aber es war nicht so toll, wenn man im Sommer in den Süden gefahren ist. Da ist man unter diesem Dach kaputt gegangen. Deshalb wurden auch sehr, sehr viele später zu Cabrios umgebaut. Es gab ja von Messerschmitt nur ganz wenige, ich glaube so 200 oder wie viel, oder 300 echte Cabrios. Da vorne steht einer. Und also mit einem Cabrio-Verdeck. Und alles andere waren Nachbauten. Das konnte man sehr leicht nachbauen. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man da jetzt in Italien oder auch jetzt bei unserem Sommer mit 35 Grad Feierabend, oder? Ja. War keine Luft mehr. War nicht auszuhalten, ja. Da haben Sie aber nicht dran gedacht damals, als Discover, oder? Da war es noch nicht ganz so schlimm wie heute, ja. So, hier vorne, hier sieht man es auch nochmal von. Ach, der hat 3 Räder nur von hinten. Natürlich. Die normale Messerschmitt-Kabine hat nur 3 Räder und 200. Auch hier der Nachbar aus dem Osten. Der Tscheche, ja, genauso. Ganz genauso. Der hat auch 3 Räder und hinten, genau. Aber Der Unterschied, kann man schön sehen im Unterschied, der hat sehr große Räder und der Messerschmitt hat sehr kleine Räder. Kleine Rollerräder. Ja. So, hier ist quasi schon ein Youngtimer, aber der fuhr auch in den 60ern? Der stammt noch aus den 60er. Sieht man am runden Tacho. Den hat ein Herr restauriert und restaurieren lassen und auch zum Cabrio umbauen lassen. Auch da gab es überhaupt keine Cabrios ab Werk. Ja, vom Fiat. Ich zeige es mal gerade, einen Fiat 500, den es ja jetzt wieder neu
neu erstanden wieder gibt, ja, in einer neuen Form. Aber toll erhalten, oder? Ja, der ist restauriert worden, wie gesagt. Und der Mann konnte dann leider mit dem Ding nicht mehr viel anfangen. Und da hatte ich natürlich die Gelegenheit zuzugreifen. Wie kommt man an so Autos ran? Das ist ja eine Frage, die mich schon immer mal interessiert hat. Oder darf man darüber nicht reden? Oder sind es viele Zufälle? Kommissar Zufall? Aber nein, da spielen wahnsinnig viele Faktoren eine Rolle. Der größte aller Faktoren ist Glück. Glück. Ohne Glück geht gar nichts. Man kann dem Glück ein bisschen nachhelfen manchmal? Natürlich kann man mit Geld vieles machen, kann man sogar in dem Falle Glück kaufen, aber wenn man das nicht hat, das fängt schon mit so einer Halle an, da muss man das Glück haben, so eine Halle zu bekommen. Ja? Ich zeige mal gerade die Halle. Die ist schon ziemlich groß. Wir gehen gleich mal in die Restauration, dann gucken wir uns das mal an. Gibt es da eine kleine Werkstatt, die da drin ist? Was heißt klein? Eine große Werkstatt, wo man richtig viel machen kann. Es sind aber noch viel, viel mehr Autos, die in anderen Hallen lagern, oder? Die warten so auf ihre... Die warten auf die Restauration, ja. So, hier vorne ist das Original Cabrio von Messerschmitt. Ja. Da ist es, denn das ist eine absolute Rarität, kann man sagen. Das ist eine absolute Rarität, ja. 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 Im Prinzip nichts anderes. Man erkennt es nur an der Fahrgestellnummer, dass es eben als Cabrio ausgeliefert wurde. Ansonsten ist das kaum zu erkennen. Der Schlangenleder-Serie? Der Schlangenleder war ein besonderes Merkmal des Cabrios, ja. Das ist Original Schlangenleder, was drin war? Nee, das ist natürlich eine Imitation. Aber das war früher so drin? Ja, ja. Ich bin total begeistert. Also man sieht auch hier zum Beispiel die Elektrik, die war früher so, dass also dort einzelne Leitungen zu sehen waren? Ja, sicher. Vor allen Dingen muss man wissen, das Messerschmitt hatte ja auch einen Motorradmotor drin ursprünglich, ohne Rückwärtsgang. Das Problem hat man dadurch gelöst, dass man die Zündung, dass man den Motor abgestellt hat die Zündung umgedreht, hat ihn neu gestartet und dann hat er praktisch 4 Rückwärtsgänge gehabt. Quatsch. Man hat ihn rückwärts gefahren, indem man ihn andersrum hat laufen lassen. Ja. Das geht. Das geht. Bei Zweitaktern nur. Ja, natürlich. Da lacht er. So, ich zeige es mal gerade von vorne, dass wir es mal komplett sehen. Da ist es eine Rarität, ein Messerschmitt-Kabinenroller. Ist das richtig? Ja, ja, ja. Übrigens, wenn jetzt da vorne der Maiko-Roller daneben stehen würde, dann würde man sehen, dass beide die gleich große Schnauze haben. Ja? Ja. Der hat nur 2 Räder und der hat dann vorne 2 Räder. Ja? Also die Zusatzräder rechts und links. Und deshalb heißt der auch Kabinenroller. Ja, der durchaus die berechtigte Bezeichnung. Hier haben wir einen Ador. Rovain. Ein Rovain ist das. Ador heißt ich liebe dich oder was? Nee, Adora. Nee, das ist irgendein Club, muss das gewesen sein. Jedenfalls, die Marke heißt Inter und ist eine besonders gute und besonders edle französische Marke. Toll. Wir gehen noch mal auf eine Sache ein, die da hinten in der Ecke steht. Die habe ich. Oh, stimmt, den haben wir ja. Weil das nämlich der erste Versuch war, ein Fahrzeug auf Kunststoffbasis zu machen mit selbsttragender Karosserie. GFK oder was ist das? GFK, ja. Wobei natürlich damals das Material noch lange nicht so gut war, dass das von Erfolg gekrönt gewesen wäre. Das war ein Versuch. Es war ein Versuch. Hersteller? Ja, das war auch ein Einzelgänger. Man weiß es nicht. Ein Friedrich, ja doch, ist schon bekannt. Der hat also aber auch nicht durchhalten können, hat es auch nicht geschafft durchzuhalten, wurde dann von Victoria übernommen, von der Motorradfabrik Victoria. Und die haben das noch eine Zeit lang weitergebaut, aber auch das konnten die nicht durchstehen. Die hatten übrigens eine sehr interessante Konstruktion im Motor, die hatten jetzt komme ich nicht auf den Namen, ein Ratschengetriebe, ein Magnetratschengetriebe. Das konnte man vorne schalten wie ein Joystick. So ein kurzer Stift, an dem ich die 4 Gänge geschaltet habe. 4 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge. Auch wieder durch Umschalten der Elektronik. Unglaublich. Und hinten ist der Motor drin? Ja. Öffnen. Man denkt immer so, die GFK-Karosse macht man auf und dann ist der Motor kaum zu sehen. Der Tank ist größer wie der Motor.
Ja, was übrigens ein Riesenproblem war, viele Fahrzeuge sind abgebrannt. Warum? Weil der Tank in der Nähe des Motors war, wenn der heiß war und man hat nicht aufgepasst und er hat Spupp gemacht und das Ding hat gebrannt und, Ja, und ging wahrscheinlich auch nicht mehr aus. und ging nicht mehr aus. Nee, wenn die mal gebrannt haben, dann haben sie gebrannt. Das war eben der Kunststoff damals. Ne? Sieht scharf aus. Sieht so ein bisschen aus wie ein Porsche, oder? So ein kleiner. Ja, vielleicht sogar besser als damals der Porsche. Ich finde sogar deutlich besser als der Porsche. So, wir gehen noch gleich mal in die andere Halle, aber das hier hat es mir nochmal angetan. Hier vorne steht nämlich noch ein Gespann. Das haben wir noch nicht gezeigt. Und das steht direkt hier vorne drin. Nämlich ein Meinberg. Jetzt muss ich ja, es könnte auch ein Weinsberg sein. Weinsberg steht drauf. Und da fragt man sich natürlich, was das ist. Hat hinten auch einen Anhänger mit dabei. Weinsberg ist mir jetzt so ein bisschen, ich sag mal, verloren gegangen, die Marke. Ich kenne sie gar nicht. Ich hole mal kurz den Stefan Voigt gleich, der kommt gleich. Der wird uns ein bisschen was erzählen über Weinsberg. Herr Voigt, Weinsberg, ist das richtig? Weinsberg, jawohl. Die Firma NSU war ja am Kaputtgehen und dann ist Fiat eingesprungen und hat NSU übernommen. Und die haben natürlich ihren Fiat 500 mit eingebracht und jetzt wollte man eine deutsche Karosse auf das Fahrgestell vom 500er setzen. Ja? Und herauskam dann die von der deutschen Firma Weinsberg gebaute Karosserie, wie ich finde, wunderschön, aber natürlich teurer und auch etwas schwerer. Ja, davon gibt es also, soweit ich weiß, nur noch 8 Stück. Weltweit. Da vorne ist auch ein entsprechender Anhänger dran. Ist das ein Zufall, dass ihr die gleiche Farbe hat? Bei mir ist nichts Zufall. Nee, das haben wir so gemacht. Der Anhänger ist eigentlich vermutlich ein Holländer, aber genau konnte ich das nicht ermitteln. Passt aber, als Gespann geht er durch. Ja, ja. So, wir werden mal kurz in die Motorradhalle gehen gleich und uns ein bisschen umgucken. Da fehlt noch einer, habe ich vergessen. Das ist ein ganz habe ich unterschlagen. Wollten Sie unterschlagen, ja. Das ist der Zündab Janus. Und wie man weiß, ist der Gott Janus der Gott mit den 2 Gesichtern. Und der heißt Janus, weil er von vorne wie von hinten aussieht. Er hat also Echt? eine Tür vorne und eine Tür hinten. Und die Frontpassagiere sitzen auch nach hinten. Also das ist Front. Jetzt haben wir gerade, hier vorne ist die Front. Da sitzt man praktisch vorne. Und die hinteren Passagiere, die schauen nach hinten. Wie im Zug. Deshalb ist das hier auch das einzige jemals echte gebaute Mittelmotorfahrzeug. Man spricht immer so schnell von Mittelmotoren, wenn der Motor ein bisschen hinter der Vorderachse oder ein bisschen vor der Hinterachse sitzt. Hier sitzt er genau in der Mitte des Fahrzeuges. Exakt. So, die Kollegin, das heißt, er sieht original aus von vorne wie von hinten. Wie von hinten. Wie von hinten. Hat jeweils die gleichen Türen. Und der fährt noch, oder? Alles fährt auch. Ja, ja. Fährt auch. Was ist das für ein Feeling, wenn man damit fährt? Mit dem Janus und dann die Leute gucken von hinten rein. Das heißt, die Leute, die gucken sich auch die Augen aus, oder? Bei dem Auto. Ah ja gut, man fällt mit solchen Autos natürlich immer auf, wenn man irgendwo auftaucht, das ist klar. Das geht, manchmal ist das schon fast peinlich. So, bis gleich. Wir gucken uns gleich mal um in Ihrer anderen Werkstatt. Da ist ja der Zündab Janus, von vorne wie von hinten, mit Stefan Voigt aus St. Ingbert in seiner wunderschönen Ausstellung Kleine Fahrzeuge aus den 50ern und 60ern. Bleiben Sie dran. Ja, bevor wir die Halle verlassen, hat er gesagt, der Stefan Voigt, das ist das skurrilste Auto von allen. Es ist ein Auto mit 2 Kotflügeln, der übrigens eigentlich der Nachfolger ist oder ich sag mal danach gebaut wurde von diesem. Es ist ein Bond, der weiße, der links steht. Der hier, das ist die Version ohne Kotflügel, der so ein bisschen aussieht, als würde er schweben. Also es sieht so aus wie so ein Insekt, fast wie ein Käfer sieht er aus. Und das Auto, das sieht natürlich von hinten aus wie so ein richtiges Auto mit allem drum und dran. So sieht es aus, der Bond. Aber er hat was ganz Besonderes. Und ich zeige ihn mal gerade von vorne. Hier ist nochmal Stefan Voigt. Hallo, Herr Voigt. So, jetzt zeigen wir uns mal. Denn der hat 2 Kotflügel. Warum hat er 2 Kotflügel?
Ja, damit er aussieht wie ein richtiges Auto, zum einen. Und zum anderen, damit er genug Platz bietet, damit der Motor sich um 90 Grad drehen kann mitsamt dem Vorderrad. Der hat nur ein Rad vorne. Trotzdem. Und das wiederum bedeutet, dass ich perfekte Einparkmöglichkeiten habe. Ja, bitte einmal zeigen. Das Einparken ist natürlich, man kann ihn einfach hin und her. Armin, das wäre doch die Lösung, oder? Für die Trierer Straße. Ideal, ja, für in Saarbrücken rumzufahren, ideal. Man hat einen Parkplatz, wo man ihn braucht. Quasi hat man so einen Parkplatz mit dabei mit diesem Auto. Ne? So einen Ausrollbaren, finde ich toll. Super, skurril, Englisch, wie es nicht mehr besser geht. Und das hier, das steht für England quasi, so ein bisschen. Ja, nicht nur. Also ich meine, es gibt ja eine Konstruktion, ich weiß nicht, wer sie kennt, von einer amerikanischen Firma, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Der hatte das Reserverad im Kofferraum so eingebaut, dass man es sowohl entnehmen konnte als Reserverad, es aber auch hydraulisch absenken konnte, ja, damit die beiden Hinterräder angehoben hat und dann im rechten Winkel in eine Parklücke reinfahren konnte. Also das gab's, das war ein Patent. Die wurde nur leider nie in Serie umgesetzt. Sagen Sie mal, Ihre Frau, ist die zufällig da? Ja, Die Bärbel Voigt, ja, die versteckt sich nämlich gerade hier hinter dem sehr bedeutenden Mann, den wir gerade haben. Sagen Sie mal, Frau Voigt, Ihr Mann ist ja schon ein bisschen verrückt, oder? Ja, muss ich Ihnen recht geben. Sind wahrscheinlich schon ein bisschen länger, oder? Ja, wir sind schon ein bisschen länger zusammen. Ja. Kenne ihn schon lange. Ist doch Wahnsinn, was er hier aufgebaut hat. Toll, oder? Ja, Das ist ist wirklich toll. sein Herzstück, so ein bisschen. Ja, Absolut. das ist ein Herzstück. Ja. Das zweite Herz. Oh je, jetzt wollte ich nichts Falsches sagen. Nee, schön. Aber das ist so, da geht viel Zeit drauf, oder? Ja, gut, man braucht Zeit dafür, das ist ganz klar. Wir schauen uns das mal an, wo Ihr Mann die alle restauriert, die Autos. Denn ich nehme an, er hat Benzin im Blut, das muss man haben so ein bisschen, oder? Sollte man haben, ja. Sollte man haben. Er hat es auch gelernt, oder? Ja. So, gehen wir mal kurz hier rum. Und ist toll? Wunderbar. Das ist etwas, wo man länger bleiben möchte. Ja, das ist aber nicht jedem vergönnt. Ich frage mal hier aus Saarbrücken, der Herr, gefällt es Ihnen? Ja, spannend hier. Warum denn? Oh ja, ist immer, die Autos sieht man normal nicht mehr auf der Straße. Ne? Ja. Ist auch Wahnsinn, wie klein die sind, oder? Ja. Alles wird immer größer, immer besser, aber teilweise größer, teilweise kleiner. Ich glaube, hier die Amerikaner, wenn wir die hätten, ja, irgendwo Straßenkreuzer in den 60ern, die wären nach Deutschland gekommen, die hätten gedacht, irgendwas ist kaputt, oder? Die hätten eine Schrumpfmaschine. Ich glaube, hier passt es auch nicht, die Kreuzer, die amerikanischen, oder? In diese Lagerhalle, in dieser Fahrzeughalle. So, wir gehen mal kurz, denn es ist noch nicht Ende. Es gibt noch eine zweite Halle. Da stehen noch ganz viele. Ach so, alles klar. So, wenn ihr mir mal bitte folgt. Armin. Ja. Und? Schön. Das fasziniert mich. Total klasse. Super schöne Sache. So, hier vorne gehe ich mal gerade ein bisschen vor. Wenn ihr mal so lieb seid, immer alle mal genau Sie folgen. Das ist gut. Hier vorne ist übrigens noch eine Sammlung von ganz vielen alten Radios. Aber jetzt kommen wir in die Halle lauter Motorroller der 50er und 60er. Also alle, die man so kennt. Oben warten übrigens noch ein paar Autos auf ihre die Restaurierung. Da sind einige, die einfach mal hier so stehen. Da steht eine Isetta da hinten. Da ist. Ja, wir sind zusammen unterwegs mit dem ACV, den Automobilclub Verkehr, richtig? Automobilclub Verkehr mit über 400.000 Mitgliedern in ganz Deutschland auf einer einmaligen Odyssee, eine Zeitreise durch die Geschichte der 50er und 60er in Dürkop. Was ist das denn? Das ist ein Motorrollerhersteller, ein deutscher. Hier stehen nur deutsche Motorroller. Auch wenn Vespa draufsteht, so wurden sie in Deutschland gefertigt. Oder Lambretta wurde auch von NSU gefertigt. Echt? Die Vespa wurde in Deutschland, hier vorne ist eine Vespa, die wurde in Deutschland gefertigt? Die ist von Messerschmitt gefertigt, ja. Von Messerschmitt? Von Messerschmitt. Das ist ja Wahnsinn, oder? Nee, steht nicht in, ja, es gibt selten, wenige gab es nur, aber es gibt sie. Es wurden noch welche von Hoffmann dann gefertigt und so weiter. Es gab also verschiedene Hersteller. Warum wurden die in Deutschland gefertigt?
Ja, in Lizenz. Zoll? Die Gründe kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, weiß ich im Moment nicht. Wahrscheinlich waren das... Ja, aber das Ding hier, das ist ja wohl der Hammer. Also es sieht aus wie eine Turbine. Mein Turbinenroller, ja. Ist es eine Turbine? Nein, natürlich nicht. Aber es ist ein sehr seltener Fahrcar oder Wallbar. Ja, das ist schon was Besonderes, allein vom Design her. Hier vorne sieht es nämlich aus, als wäre es gerade aus einer Rakete geschossen worden, das Produkt. Aber es ist toll. Also das Design früher war viel schöner, oder? Wie heute? Ja, vor allen Dingen individueller. Na? Ja. Wer kennt denn heute noch ein Auto aus Das stimmt. von einem anderen? Heute hat man gibt eher mir gar das keine Gefühl, Mühe dass mehr, um das, das das am Zeichenbrett geschieht und da kann so ein Auto eigentlich nur noch nachher gleichermaßen aussehen, weil man über Aerodynamik und über Luftströmungen permanent sich Gedanken macht und sagt, wie kriegen wir die Werte des geringen Spritverbrauchs noch weiter verbessert. Und dadurch wirken Autos, egal welche man sich anguckt, wirken schon sehr stark konfektioniert. Ne? Wie waren das früher mit den Tankstellen? Gab es ja in jeder Ecke? Oder? Ja, es hat auch schon früher viele Tankstellen gegeben. Nur eines ist klar, das weiß ich noch zu meiner Motorsportzeit Beginn, Ende der 60er. Wenn wir so motortouristische Zielfahrten machten, dann wusste man genau, wenn du Samstagmittag keine Tankstelle getroffen hast und hast deinen Sprit nachgefüllt, dann wird das nichts mehr mit dem Weiterfahren, weil dann war bis montags morgens. Bis die haben montagsmorgens immer waren die zugemacht. Tankstellen noch zu. Die waren zu. Allerdings ich würde behaupten, es gab früher sogar mehr Tankstellen als heute. Es gab mehr Tankstellen, Die aber Auflagen waren nicht so hoch, oder? erstens das, zweitens, sie waren viel kleiner, es war nicht dieser Druck dahinter wie heute. Die müssen ja heute... Früher war das ja auch eine Tankstelle, da wurde geschraubt. Da wurde ja auch wirklich noch gearbeitet. Heute kannst du im Shop alles kaufen, was du bei Aldi gerade vergessen hast und deinen Sprit. Und Sprit im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja auch Alkoholiker da verkauft werden. Aber früher war eine Tankstelle noch was anderes. War Ne? noch eine Reparaturwerkstatt. Genau. Es waren ja früher viel mehr Motorroller auf der Straße wie heute, oder? Ja, natürlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da ging es so nach und nach los, das deutsche Wirtschaftswunder, aber das Geld musste ja erstmal auch verdient werden. Und in der Zeit war der Arbeiter froh, wenn er nicht laufen musste oder trampeln mit dem Fahrrad fahren. Und dann kam dann auch sehr schnell im Rahmen des Wirtschaftswunders natürlich auch das Thema Zweirad motorisiert auf. Und dann auch mit entsprechender Vielfalt. Schaut man sich so einzelne an, die sind doch wunderschön. Die sind wirklich wunderschön. Da denkt man immer so, die Italiener hätten das erfunden. Ja. Die haben es vielleicht auch erfunden, aber wenn ich hier den Hobby gucke, das ist was für ein Hersteller? Alles deutsch, alle Deutsche. Hobby ist Adler. Nee, DKW. Das sagt jemand, der das so entschieden gesagt hat, dass er es nicht abgelesen hat. Der weiß, was es ist. Ich habe es abgelesen, steht Ach so, drauf. steht DKW. drauf. Wer lesen kann, ist ja in Deutschland klar ein Vorteil. Ne? Ja. Wo ist denn der Jetzt haben wir andere? gerade der andere. Das ist der Adler. Der Adler Die und verwechsel ich der. ab und zu, ja. Die sehen so ähnlich aus, oder? Ja. Das ist ja die berühmte Schwalbe. Ne? Das ist die Schwalbe. Sogar im Einheitsvertrag namentlich erwähnt ist. Warum? Weiß das jemand? Nee. Das ist das einzige deutsche Mofa, das 60 Kilometer fahren darf. Offiziell. Ja? Dürfen ja normal nur 25 oder 30 fahren oder was. Ne? Und der ist das einzige, das schneller fahren darf, aus der Historie heraus, weil es aus der DDR kam. Mit dem Mofa-Führerschein. Mit dem Mofa-Führerschein, mit dem kleinen Nummernschild. Darf 60 fahren, weil es war schon da, als es übernommen wurde, quasi die DDR. So ist es, als sie vereint wurde, sagen wir es mal so. Ja. Da ist es die Schwalbe. Eine Schwalbe. Die darf natürlich nicht hier auf keinen Fall fehlen. Das heißt, die aus der DDR, die konnten nicht die Vielfalt genießen wie wir, oder? Im Westen. Ja, was Motorroller angeht, hatten es auch einige. Drin steht ja auch noch ein Berlin-Roller. Es gab also einige Trollen noch so weiter. Übrigens, da oben steht der Trabi. Ein ganz alter Trabi noch. Der ist uralt? Der ist irgendwie früher um 60 rum. Genau weiß ich es jetzt nicht. Stark. So, also es gibt jede Menge. Oh, das sieht ja. Ich zeige mal gerade ein Detail, das ist hier an der Seite.
Das ist was? Das ist eine Tessie Super. Eine Tessie Super ist es. Ah ja, das sind, leider steht die männliche Version für den Herrn von Triumph, die Contessa. Und hier ist die Konstruktion für die Dame von der gleichen Firma. Ne? Deshalb auch die Farbgebung, deshalb die Gepäckträger, damit sie beim Einkauf genügend Platz hatte, die Einkaufstüten unterzubringen. Stark ist auch hier Bella. Ich zeige mal hier Bella. Da ist, also es ist alles richtig mit Liebe, wunderschön. Das traut sich heute keiner mehr. Also ich glaube, so der letzte Versuch war so der Beatle, der nachkam irgendwann mal in den 90ern, wo man sich ein bisschen was getraut hat mit der Vase noch und so. Aber die haben alle Angst, oder? Ja, sieht so aus. Sieht so aus, aber das sind doch schöne Konstruktionen. Hier der Heinkel Tourist. Ich zeige nur mal gerade hier das Emblem, wie schön das ist. Dann auch hier diese Lampe vorne, das ist doch fast Sex, oder? Dieser Roller. Also fast erotisch, oder? Ja, also da ist der eine oder andere von seiner Fantasie her weiter vielleicht als... Nein, aber die Formen... Ja, das sind einfach individuelle Formen. Es ist Design dahinter, es ist wirklich noch Schwung dahinter. Liebe. Während heute die Dinger sind alle... Einfach auch Kreativität. Wenn Dürkop ist übrigens unter anderem auch eine Maschinenfabrik gewesen. Der hat seinen Wohnsitz in Bad Salzuflen und ich war mal anlässlich einer Tagung, weil da jetzt inzwischen diese Villa verkauft worden ist. Seine alte Dürkop-Villa kenne ich, wo der alte Herr drin gelebt hat. Und auch die hat einen Stil, wo man sagt, der Mann hat immer irgendwas im Kopf an Kreativität. Mut. Und, ja, Mut ohne jede Frage auch. Aber das müssen ja ganz viele Unternehmer haben, Mut. Wo ich vorhin schon mal gesagt habe, dass zum Sammeln sehr viel Glück gehört. Das Glück bedeutet auch oft das Pech anderer. Ja? Muss man wissen. Und mir ist das auch bewusst. Mir ist das bewusst, zum Beispiel dieser Roller und noch ein paar andere wunderschöne Roller hatte ein Mann gesammelt und selbst restauriert. Ja, möchte den Namen hier jetzt nicht sagen, aber der dann das Pech hatte, dass er durch seinen Sohn oder wie auch immer in finanzielle Not geraten ist und verkaufen musste. Ja, dann stand ich zufällig da an der Ecke und habe gekauft. Das tat mir weh, wenn ich gesehen habe, mit welcher Liebe dieser Mensch diese Roller, der hatte eine Werkstatt, wie ich in meinem ganzen Leben noch keine gesehen habe. Ja, der konnte vergolden, der konnte verzinnen, der konnte zinken, der konnte alles machen. Ja, alles selbst machen, aber perfekt. So, jetzt mal eine Frage. Wir sprechen ja über 50er, 60er. Ist das ein Kind der 60er? Nein, nicht ganz. Das ist ein Kind der 70er, Anfang 70er, ist aber ein sehr früher 70er. Das habe ich eigentlich per Zufall mal früher gekauft und da sind wir in Urlaub mitgefahren. Und den habe ich erst jetzt wieder ausgekramt. Oh, ist scharf, oder? Das Ding ist auch nicht schlecht. Was ist das? Das ist ein echtes Wasserfahrrad. Damit kann man fahren? Damit kann man auch Wasser fahren. Mit Original-Sattel, Bonanza-Sattel. Das ist also ein ganz witziges Teil. Das hat die Freundin eines Freundes, der übrigens gerade am Wochenende noch hier war, auf einer Silvesterparty gewonnen. Da sie aus München kam, hat sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dann um Gottes Willen, was soll ich mit dem Monstrum? Wiegt wie viel? Das weiß ich jetzt gar nicht, das wiegt also bestimmt und mehr. Ja, und aber ist natürlich nur sehr langsam zu bewegen. Ne? Ja, klar. Aber hat eine interessante Konstruktion. Man kann die beiden hinteren Räder separat. Ja, deshalb sind die Schaufeln ja da auch dran. Die Schaufeln dran, man kann die separat benutzen. Also das da vorne ist nicht zum Lenken, nicht wirklich. Ne? Ach nicht? Nein. Das macht man über einen Antrieb. Würde ja auch nichts bringen, ne? Das ist ja eine Kugel. Ne? Das macht man nur über den Antrieb, den ich separat rechts und links ist nur Show praktisch vorne der Lenker. Vorne der Lenker. Ja, wenn ich auf dem Land fahre, ich kann mit dem Ding auch kann auf dem Land, dann kann ich lenken. So, ich zeige euch mal was. Also er hat natürlich noch einen Original-Flipper hier stehen, der werden Jugendträume wahr. Richtig. Und das hier ist ein Original-Flipper aus den 60ern? Ja, Ende 60er. Also genau kann ich das nicht sagen. Ich bin jetzt kein Flipper-Spezialist. Aber man sieht es ja auch an
an dem Aufbau, das ist alles noch sehr mechanisch. Auch die Zählweise hier ist also keine Anzeigen, sondern noch Rollen. Es muss noch gewartet werden. Wir machen last but not least, Herr Voigt. Wir gehen mal kurz rüber in Ihre heiligen Hallen und dann, wenn ich mal kurz alle mitbitten darf, jetzt wird es spannend, die ACV-Leute mal. Ich habe vor, gerade eine neue Werkstatt zu machen. Er hat vor, eine neue Werkstatt. Wir filmen die aber jetzt mal im Jahr 2018. Bitte aufhalten, die Kamera kommt. Denn das hier ist ein bisschen abgetrennt. Ich nehme an, hier ist es manchmal ein bisschen wärmer wie in der Halle. Ja, weil die Sonne hier reinscheint. Ach so, deswegen. In die Halle kommt ja keine Sonne. In die Halle kommt keine Sonne. Warum kommt keine Sonne hin? Weil UV-Licht alles kaputt macht. Und hat den Nebeneffekt, übrigens ein sehr interessanter Nebeneffekt, ich brauche die Autos nur zweimal im Jahr abzustauben. Weil sie elektrostatisch weniger aufgeladen werden? Nein, hat mit der elektrischen Aufladung nichts zu tun. Hat mit der Tatsache zu tun, wenn kein Licht reinkommt, gibt es auch keine Aufheizung, keine Verwirbelung in dem Sinne, nichts, gar nichts. Ja? Also es ist unwahrscheinlich. Ich mache wirklich nur zweimal im Jahr, gehe ich durch, in 2 Stunden habe ich die Autos abgestaubt. Wie halten Sie das Klima denn? Dass Sie einigermaßen Klima haben, Luftfeuchtigkeit oder so. Sie brauchen nichts zu machen. Das sind 93 cm dicke Mauern. Ja, okay. Sommer wie Winter. Und wenn es richtig kalt draußen ist, 8 Tage lang, dann ist da drin natürlich auch kalt. Aber bis es kalt ist, ist es irgendwann warm. Es ist die Heizung an. Ja. Okay. Ich habe keine, das kann ich mir gar nicht leisten, eine Heizung da drin zu heizen, ist so teuer, dass... Ja, weil einfach übers Volumen. Ne? Ich habe das mal, ich habe draußen einen Container stehen, wo ich heizen kann. Ja? Wenn ich also im Winter mal für eine bestimmte Veranstaltung oder so heizen muss, dann gehen locker 500 Liter Sprit drauf für ein Wochenende. Das ist die Werkstatt. Ich darf Sie mal kurz fragen, Sie sind automobil verbunden? Ich bin leicht automobil verbunden, ja. Inwiefern? Dass ich halt Auto fahre. Okay. Sie sind ja beim ACV. Was hat der ACV eigentlich für eine Funktion für den Normalsterblichen? Also was ist der Riesenvorteil vom ACV, wenn ich da Mitglied bin? Der Riesenvorteil ist halt einfach die Wartung. Also das heißt, wenn ich irgendwo liegen bleibe, dass ich halt auch abgeschleppt werde und in einer Werkstatt nehmen kann. Leihwagen eventuell? Leihwagen eventuell, genau, je nachdem, was gebraucht ist. Auch mit der Familie unterzukommen, bis mein Auto wieder fahrbereit ist. Sie sind schon wie lange beim ACV? Ich bin schon 10 Jahre beim ACV. Und es kam schon mal zur Panne? Es kam schon zur Panne, es kam schon zum Leihwagen. Okay. Ja. Es war tatsächlich jemand da? Es war tatsächlich jemand da. Super. Es geht dem Ende zu. Ja, wir haben nicht zu viel versprochen heute. Ich habe gesagt, Sie werden etwas ganz Besonderes erleben. Hier ist er, der Stefan Voigt und die ganze ACV-Mannschaft, sogar komplett aus Essen, aus Nordrhein-Westfalen angereist ins Saarland. Ist schön hier? Ja, ich habe heute Morgen mal eine schöne Autobahn genossen, die 48, und war mit dem falschen Auto unterwegs. Ich hätte meinen alten Porsche nutzen sollen. Dann wäre ich mal wieder in die Situation gekommen, mal wieder 300 zu fahren. So, Armin Ziegler, stellvertretend für Eifel, Saar, Mosel, Pfalz. Saar, Mosel, Pfalz, ja, genau so ist das. Das ist richtig erwähnt. Das ist unser Ortsclub, ja, Saar, Mosel, Pfalz. Ihr habt wie viele Mitglieder? Wir haben im Moment so Richtung 13.000. 13.000? 13.000 Mitglieder, die von uns im OC betreut werden, ja. Genau. Hier ist natürlich eines davon. Du bist ja selber Mitglied, Armin. So, und wie war es? Wie hat es Ihnen gefallen? Sehr gut, sehr schön hier. Okay. Was ist nochmal hängen geblieben hier? Ist das so ein Augenblick, wo man sich eventuell nochmal daran erinnert? Ja, die Historie, die Vergangenheit nochmal zu erleben, das war sehr schön hier. Ja, wie hat es Ihnen denn gefallen? War schön, oder? Ja, war prima. Okay, ja, ganz interessant. Nochmal, ne? Ist auch was ganz Exklusives, oder? Gibt es keine Eintrittskarte? Klar. Alles klar. Ja. Und Ihnen? Wunderbar gefallen. Vor allem, das sind ja Autos noch aus meiner Zeit, wo ich jung war. Oh je. Wie alt sind wir denn? Oh, ich bin 73. 73? Ja. Okay. An, der Messerschmitt-Kabinenroller, den hat noch mein Onkel gefahren. Okay. Den Zweisitzer, der Stark. hintereinander. So ist es. So, und hier haben wir dann auch noch jemand, der mir eben verraten hat, ja, er ist 55, aber er hat die Kraft der 2 Herzen, sieht jung aus, aber auch das war eine Zeit, wo man dann wahrscheinlich Papa, der wusste noch, wie es war, oder? Ja, das ist richtig. Ich habe auch selber früher viel an Autos geschraubt und ich sage mal, hier ist Kulturgut Purerhaltung und Nostalgie.
Ja, die Nostalgie ist krass, oder? Mit den Ist schon schön, ja. genau, er hat auch Jedem nur empfehlen, einmal hier hinzukommen, ja. also er hat auf jeden Fall eins geschafft. Es ist vielleicht nicht alles immer 100% original, aber es sieht so aus, wie es damals war, oder? Es sieht so aus, wie es damals war, ja. Also es ist fast alles original, sagen wir es mal so. Aber so ein paar Zusammenstellungen, man kann sich so richtig in die Zeit zurückversetzen. Ja, in die Zeit, die erlebt man einfach wieder. Ja. So, sie hatte ich noch gar nicht im Interview. Wo sind Sie her? Saarbrücken. Ach, Saarbrücken, genau. Und wie hat es Ihnen gefallen? Sehr gut. Ich finde auch die Vielfalt, also gerade von der ganzen kleinen Karossen, das ist Wahnsinn. Also das gibt es zwar gar nicht. Ne? Ich glaube, wenn man sowas nicht gesehen hat, dann glaubt man nicht, dass es sowas gab, oder? Nee, glaubt mir wirklich nicht. Wie gesagt, wir waren dann auch mal bei BMW, aber wie gesagt, da ist die Isetta und das war's. Ne? Und die anderen Kleinwagen geht es dann halt immer ein bisschen größer. Aber wie jetzt hier so alles umgebaut ist und schon Wahnsinn. Auch die eigenen, von den Leuten, diese, wie soll man sagen, die eigenen Entwürfe. Ne? Einfach da mal eine Karosse rum und die ganze Vielfalt, da ein Boot, da ein Wohnwagen. Das war Heute undenkbar. Ja, furchtbar, ja. Also heute gern. Da käme der TÜV. Ich habe schon Angst, wenn ich irgendeinen Teil an meinen Bus ranschraube, ja, was keine E-Nummer hat, ja, werde ich eingesperrt. Da kann man früher drüber lachen. Und? Ja, das ist leider so. Ja. Ist so. So, ich hatte Sie eben schon kurz im Bild, auch schick, oder? Ja, doch, es ist wirklich Wahnsinn. Ich finde da gar keine Worte für. Auch die Kleinigkeiten, auf die sollte man auch achten. Sind die Kleinigkeiten, gell? Ja, genau, richtig. Die Mädels so fast. Autos und sowas, das gefällt mir auch richtig gut. Genau, die sammeln Autos. Ja, ist das Lob für die ganze Arbeit, die man hier investiert? Ja, in gewisser Weise schon, natürlich. Es ist auch immer wieder erfreulich, dass ich erlebe, dass Frauen oft sagen, ach nee, lass mal die Männer da hingehen. Na, wenn sie dann aus irgendeinem Grunde dann doch erstmal mitkommen, dann bleiben sie auch hier. Ne? Also es ist genau so. Es ist oft, wo ich höre, nee, also wir gehen in die Stadt spazieren. Und da habe ich es auch schon erlebt, dass sie dann da draußen mit dem Bus vorgefahren sind und dann wurden die Frauen so, naja, wärt ihr mal bloß mitgegangen, da hättet ihr was Besseres gehabt, als in der Stadt ein Eis essen oder irgend sowas. So, hier ist nämlich dauernd jemand durchs Bild gehuscht, ja, die ist nämlich hier da, ich sehe es mal gerade. Ja, du bist ja auch die Redakteurin, ja, du hast die B-Kamera heute gemacht, ja, ist Wahnsinn, was sie geboten hat. Ich habe dir nicht erzählt genau, was kam, oder? Ich war total überrascht und bin total begeistert. Eine immense Vielfalt hier und es hat richtig Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Da ist auch deine Kamera, ich zeige es noch mal gerade, wenn sie mal durchs Bild huscht, ab und zu. Jetzt ist sie ganz offiziell und sie hilft uns. Ja, vielen Dank, lieber Stefan Voigt. Ihr habt auch einen Aufruf, ähnlich wie der ACV, Leute, die interessiert sind, Automobilclubs können sich melden bei dir, wenn sie mal... Über die Seite kleinwagenoldtimer.de. Genau, kleinwagenoldtimer.de. Kann man mich kontaktieren, ja. Das Design der Seite ist auch noch so ein bisschen wie die Zeit der 60er, 70er. Also nicht wundern, es ist die richtige Seite. Ja. Fass es jetzt mal nicht als Beleidigung auf. Ja. Nein, aber wenn ihr auf der Seite drauf seid, wir blenden sie nämlich noch mal ein. Ich habe leider keinen Zugang mehr zu dieser Seite. Der Mitarbeiter, der die mal gemacht hat, der ist schon 10 Jahre weg und ich komme überhaupt nicht mehr an die Seite ran. Herr Voigt, wir machen Folgendes. Wir kümmern uns um Ihre Seite, versprochen. Also wir haben eigene Informatiker. Wir werden die beim DENIC, annektieren. Nehmen Sie das auch auf? Ja? Nee, es ist drauf. Wir kümmern uns, wir bauen mal eine neue Seite, okay? Ja gut, das wäre super. Und dann setzen wir diesen Film mal drauf. Okay? Das wäre super, ja. Ja. Vielen, vielen Dank aus St. Ingbert in die ganze Runde. Ich zeige es nochmal ganz komplett. Eine komplette Show hier haben wir heute geliefert, ja, im leichten Twilight mit den Schätzchen aus den 50er und 60er Jahre. Hunderte von Schätzchen sind hier und wenn auch Sie mal Lust haben und ein Verein sind, ein Club und so weiter und wirklich Auto begeistert, einfach eine E-Mail schicken auf der Seite, wie hieß sie nochmal? kleinwagenoldtimer.de. Dankeschön, vielen Dank.